Hallo zusammen, die neue Fallout-Staffel ist gerade gestartet und bei mir hat das sofort den Hobbyreflex ausgelöst. Bevor wir gleich ins Bauen und Bemalen der Hollywood-Heroes aus der Serie einsteigen, schauen wir kurz darauf, was Fallout eigentlich ausmacht, wo alles anfing und welche 5 Punkte ich unzertrennlich mit Fallout verbinde. Willkommen in meiner Hobby-Ecke. Hier ist der Fez, kein Profi, kein Experte, aber seit fast 30 Jahren mit Freude im Hobby. Perfektionist und Chaot in einem. Let's Fez! Fallout ist für mich eines dieser Universen, die mich schon mehrere Jahrzehnte begleiten. Ich bin mittlerweile so alt, dass ich Fallout noch gespielt habe, als es ein klassisches PC-Rollenspiel war. Isometrische Perspektive, rundenbasierte Kämpfe, viel Text und eine Welt, die gleichzeitig absurd, brutal und faszinierend war. Das hat Fallout für mich besonders gemacht. Alles startete also 1997 mit Fallout als Computerrollenspiel. Kein schnelles Actionspiel, sondern ein Spiel, für das man sich sehr viel Zeit nehmen musste. Ein Spiel mit starker Atmosphäre, schwierigen Entscheidungen, Konsequenzen und schwarzem Humor. Und in meiner Erinnerung war das auch verdammt schwer. Man war auf sich allein gestellt. Eine falsche Entscheidung, ein falscher Weg und zack, das war's mit einer Reise durchs Ödland. Nur ein Jahr später, also bereits 1998, folgte übrigens Fallout 2, das inhaltlich 80 Jahre nach dem ersten Teil spielt. Über die Jahre folgten viele weitere Spiele und Fallout wandelte sich von einem Nischen-RPG hin zu mehr massentauglicherer Action. Aber stets mit den bekannten RPG-Elementen und dem ganz eigenen Charme und Style des Fallout-Universums. Jedenfalls ging es, wie bei vielen Videospielreihen, weg von der isometrischen Ansicht hin zu einer Third-Person- bzw. First-Person-Perspektive. Dieser Wandel hat bei Fallout aus meiner Sicht auch echt gut funktioniert. Im Laufe der Zeit erschienen also viele weitere Videospiele, die auch auf die Konsolen und sogar in das MMO-Genre vordrangen. Doch um was geht es denn bei Fallout? Im Fallout-Universum befinden wir uns in einer alternativen Zeitlinie, in der sich nach dem Zweiten Weltkrieg die Technologie anders entwickelte als bei uns. Statt Mikroelektronik setzte die Menschheit fast ausschließlich auf Atomenergie. Transistoren, Mikrochips und digitale Technologien entwickelten sich kaum weiter bzw. wurden nie zum dominanten Pfad, also keine moderne Computertechnik wie bei uns. Die Welt blieb dadurch ästhetisch und kulturell in den 1950ern stecken, während die Technik für große und energiehungrige Maschinen immer weiter voranschritt. Atomkraft galt als Lösung für alles: Haushalt, Militär, Konsum und Mobilität. In Fallout ist die Zukunft nicht digital, sondern nuklear geworden. Natürlich führten diese Abhängigkeiten zur Ressourcenknappheit, dann zur politischen Eskalation und letztlich zum Atomkrieg. Dies wird als der große Krieg bezeichnet, der die Welt in nur wenigen Stunden zerstörte. Krieg. Krieg bleibt immer gleich. Dieser krasse Intro-Satz, bei dem ich immer noch Gänsehaut bekomme. Menschen überlebten den Atomkrieg und den radioaktiven Niederschlag, also den Fallout, entweder in den Vaults, unterirdischen Bunkeranlagen, oder im verstrahlten Ödland. Natürlich mit allem, was da so an Mutationen an Mensch, Tier und Ungeziefer so dazugehören kann. Fallout spielt jedenfalls Jahrzehnte bis Jahrhunderte nach dem Krieg. Es geht nicht um den Untergang, sondern um das Leben danach. Fallout erzählt also keine Apokalypse, sondern vielmehr all das, was danach kommt. Aber diese Hintergrundstory allein macht Fallout noch nicht so besonders. Da steckt mehr drin. Für mich sind es vor allem diese 5 Dinge, die für mich einfach unzertrennlich zu Fallout gehören. Zuerst dieser Retro-Science-Fiction-Flair und die Designsprache. Der Stil der Fallout-Spiele und der gesamten fiktiven Welt ist so besonders und wiedererkennbar, sowohl in Bild als auch Ton. Man kann das wohl als Retro-Futurismus der 1950er beschreiben. Werbung, Plakate, alles hat diesen charmanten Retro-Style, aber eben mit einem Sci-Fi-Touch. Zweitens, der Vault Boy, oder wie ihn auch viele nennen, der Fallout Boy. Der Vault Boy stammt noch aus der Zeit vor dem Krieg und ist eine Werbe- und Propagandafigur von Vault-Tec. Er ist das freundliche Gesicht einer verlorenen und zerstörten Welt. Am bekanntesten ist wohl das Bild des Vault Boy mit erhobenem Daumen. Dies kann man zum einen als freundliche Zustimmung deuten.
oder eben als makabre Methode, um einzuschätzen, wie nah eine nukleare Explosion ist. Drittens, die Nuka-Cola. Die Nuka-Cola ist das allgegenwärtige Konsumprodukt der alten Welt, das Symbol für Konsumwahn und Kapitalismus, das im starken Kontrast zu den Ruinen einer zerstörten Welt steht. Dieses fröhliche Branding in einer toten Umgebung. Trink einfach eine Nuka-Cola, dann ist das verstrahlte Ödland einfach gar nicht mehr so schlimm. Das ist für mich das Paradebeispiel des typischen Fallout-Humors in seiner Reinform. Viertens, die Power-Rüstung. Die ikonische Power-Rüstung gehört für mich genauso zu Fallout wie die anderen Punkte. Eine militärische Rüstung, Schutz und Dominanz, ein Überbleibsel aus der alten Welt. Und wenn man zum ersten Mal in einem Videospiel in den Genuss kommt, selbst in eine Power-Rüstung zu steigen und diese zu steuern und dann ständig auf die schwindende Energie schaut, herrlich. Diese vergängliche Macht. Ohne Energie war es halt einfach nur Metallschrott. Fünftens, Special. Das Rollenspielgrundsystem von Fallout trägt die Bezeichnung Special. Ein Akronym, bei dem die Anfangsbuchstaben der primären Attribute zusammengesetzt wurden. Dieses Hauptsystem und die davon abgeleiteten sekundären Charakterwerte, die Fertigkeiten, die durch unterschiedliche Primärattribute beeinflusst werden, sowie die Extras, also die Perks und die Merkmale, die Traits, waren für mich als junger Kerl vorm PC eines der besten Rollenspielsysteme, das ich in der Form in einem PC-Spiel gesehen habe. Und ich bin bis heute ein großer Fan davon. Natürlich gibt es noch viel mehr Besonderheiten in Fallout, aber das waren meine 5 Dinge, die für mich einfach zu Fallout dazugehören. Was sind eure unverwechselbaren Highlights des Fallout-Universums? Schreibt's in die Kommentare. Ich bin gespannt, was für euch einfach dazugehört. Bei so einem umfangreichen und interessanten Universum und dem ausgearbeiteten Rollenspielsystem liegt es natürlich nahe, das alles auch in einem Pen-and-Paper-Rollenspiel spielbar und erlebbar zu machen. Das Ausleben dieser postapokalyptischen Freiheit und Relevanz jeder Entscheidung im Ödland klingt jedenfalls sehr spannend, finde ich. Das offizielle Fallout-Rollenspiel von Modiphius erschien übrigens in der deutschen Version bei Ulysses Spiele am 20. August 2024. Ist also auch noch gar nicht so mega lang auf dem deutschen Markt erhältlich. Auf Englisch kam es im März 2021 als digitale Version raus und dann im Sommer 2021 als physikalischer Release. Die ganze Aufmachung, der Style, die Illustration, das sieht einfach genial aus. Wunderschöne Bücher. Und was für ein klassisches Pen-and-Paper-Rollenspiel funktioniert, kann doch mit Miniaturen nur besser werden. Auch fürs Miniature Wargaming gab Fallout jedenfalls genug Inhalt, sodass es aktuell sogar 2 Tabletop-Spiele für Fallout gibt. Das erste Fallout-Tabletop-Spiel ist Fallout Wasteland Warfare. Ein Skirmish-Spiel, also mit weniger Miniaturen auf jeder Seite und mehr Fokus auf den einzelnen Modellen. Wasteland Warfare ist erzählerisch, stellt Charaktere und die Story in den Vordergrund. Es gibt Kampagnen und KI-Gegner. Also ein stark narrativer Ansatz und auch solo- oder kooperativ spielbar. Der Fokus liegt hier ganz klar auf den Charakteren, deren Entwicklung und der Atmosphäre. Also die perfekte Synergie zwischen Rollenspiel und Tabletop. Das zweite Tabletop-Spiel ist unter dem Titel Fallout Factions bekannt. Im Vergleich zu Wasteland Warfare möchte Factions ein spannendes PvP-Erlebnis bieten. Also ein intensives und fokussiertes Kampferlebnis. Spieler gegen Spieler. Es verwendet eine komplett neue Spielengine mit einfachen Mechaniken und ist dadurch auch schneller zu erlernen und zu spielen. Mehr in die Richtung des klassischen Tabletop-Gefühls und des Spielens gegeneinander. Und dann, ganze 27 Jahre nach dem ersten Fallout-Computerspiel, brachte Amazon die Fallout-Serie im April 2024 auf Prime Video in Deutschland raus. Die erste Staffel umfasste 8 Folgen und meine Frau und ich haben die weginhaliert. Und das, obwohl meine Frau mit Fallout nicht so viel am Hut hatte und auch kaum Erinnerungen damit verband. Wir fanden die 8 Folgen aber super und sehr kurzweilig. Der Fallout-Vibe kam da schon gut rüber. Spielt ja alles in derselben Welt, aber erzählt eine eigene Story, die man so vorher noch nicht kannte. Und dann das Intro, also die Darstellung des Atomkriegs selbst. Erschreckend. Gänsehaut. Die Serie trifft den Ton und den Stil der Spiele definitiv sehr gut
und dadurch wurde Fallout eben auch für Nicht-Gamer zugänglicher. Die zweite Staffel startete vor wenigen Tagen und das hat mir wieder so richtig Lust auf Fallout gemacht. Und genau deshalb bemale ich heute diese 4 Miniaturen. Die Hauptcharaktere der Serie, die Hollywood Heroes. Das sind sie, die Fallout Hollywood Heroes, die Hauptcharaktere der Serie, als Resin-Miniaturen. Sind auch meine ersten Fallout-Miniaturen überhaupt. Ich habe noch nichts anderes für die Fallout-Tabletop-Spiele. Man kann ja auch nicht alles haben. Aber da ich mir für das Video einiges angeschaut habe, habe ich da echt noch mehr Bock drauf bekommen. Das werden also bestimmt auch nicht meine letzten Fallout-Minis bleiben. In der Box sind 4 Resin-Miniaturen enthalten. Wir haben Maximus in seiner Powerrüstung, Lucy im Vault-Anzug, den Ghoul in seiner Cowboy-Montur und den treuen Schäferhund CX404. Jede Miniatur ist jeweils in eine kleine Plastiktüte gepackt. Man sieht, dass hier auch etwas Zusammenbau notwendig ist. Man hat das Base, die eigentliche Miniatur und dann meist noch Arme, Hände, Waffen und anderen Kleinkram, den man dann noch dran kleben muss. Zusätzlich gibt es ein Stück Pappe für den Geländebauvorrat und eine gedruckte Anleitung. Die Anleitung zeigt, wie die Miniaturen zusammengebaut werden. Es gibt hierbei keine durchnummerierten Teile oder aufwendigen Schritte. Ist also kein Hexenwerk, ich hätte mich aber trotzdem gefreut, wenn gar kein Zusammenbau notwendig gewesen wäre. Gebt mir einfach die Miniaturen komplett an einem Stück, dann kann ich direkt grundieren und bemalen. Aber jo. Es sind dann auch noch Werte und Regeln für die Miniaturen enthalten. Cool finde ich, dass hier eben auch Special zum Einsatz kommt. Die Miniaturen kann man also auch wohl ganz normal für Wasteland Warfare einsetzen. Ich glaube, das brauche ich dann doch irgendwann. Miniaturen zusammenbauen ist für mich in den seltensten Fällen der spannende Teil im Hobby. Das macht mir eigentlich auch nur Spaß, wenn es wirklich Optionen gibt, man also Auswahlmöglichkeiten hat. Wenn es einfach nur darum geht, Teil A in vordefinierter Position an Teil B zu kleben, joa, spannend ist das nicht. Auf jeden Fall freute ich mich, dass es nur wenige Teile waren. Die Teile jedoch waren alle fitzelig klein. Die Fallout-Minis sind ja auch im 32 mm Scale. Aber irgendwie fühlte ich mich, als ob meine Finger so langsam immer größer werden und diese Mini-Huste-Gutzel dann jonglieren müssen. Das Resin selbst fühlt sich übrigens eher weich an. Hat mich irgendwie auch an Citadel Finecast erinnert. Aber natürlich sind diese Resin-Minis hier viel besser gegossen. Alle Details sind sichtbar. Keine Löcher oder Blasen oder sowas. Aber im Vergleich zu den Resin-Orks von Puppets War erschien mir das Material hier wesentlich weicher zu sein. Wie auch immer. Ich habe die Teile mit dem Seitenschneider abgeknipst, etwas abgefeilt und dann mit Sekundenkleber zusammengeklebt. Das hat auch mehr oder weniger gut funktioniert. Die Teile passten gut und es gab da ja auch kaum Spielraum, weder für gewünschte Variation noch für Fehler. Natürlich habe ich aber auch hier was abbrechen müssen. Perfekt. Es brechen aber auch immer die Teile ab, die dann am umständlichsten wieder dran geklebt werden müssen. Da habe ich schon etwas geflucht. Am Ende hat es aber geklappt und ich habe es irgendwie hingefuttelt bekommen. Dann waren alle Minis zusammengebaut. Vorm Grundieren habe ich dann noch kleine Reinigungsarbeiten durchgeführt. Und mit Green Stuff ein paar Lücken zugeschmiert. Nachgebessert habe ich natürlich an Maximus' Waffe aufgrund der abgebrochenen Schulterstütze. Außerdem am linken Arm des Ghouls. Und dann an sämtlichen Gliedmaßen unseres treuen Gefährten. Da hat meiner Meinung nach auch echt gar nichts gepasst. Zumindest war ich echt stolz auf mich, dass ich diesmal vor dem Grundieren ans Ausbessern gedacht habe. Bei der Grundierung verwendete ich 3 unterschiedliche Sprays. Zunächst habe ich die Minis komplett mit Schwarz grundiert. Einfach auch, falls ich mit den anderen Sprays oder später bei der Bemalung was übersehe. Dann sind da eben einfach nur noch schwarze Schatten. Nach dem Schwarz habe ich mit Sentry Dust von schräg unten grundiert, um etwas sandigen Schatten und Schmutz vom Ödland auf die Minis zu bringen. Abschließend dann mit Corax White von oben. Ja, ich habe immer noch Corax White Spray. Das gibt's mittlerweile nicht mehr und wurde längst durch White Scar ersetzt. Ist aber meine letzte Dose Corax White und bald ist sie auch leer. Los geht's mit der Bemalung bei Maximus. Der Großteil der Miniatur besteht aus der Powerrüstung. Die Metallic Speed Paints von Army Painter habe ich schon bei meinem O-Team-Van an kleineren Stellen getestet. Die Fallout Powerrüstung bietet nun aber auch eine perfekte Bühne für größere Flächen mit dieser metallischen Speedpaint. Entschieden habe ich mich für Broadsword Silver.
Für die Haut verwende ich die Base Colors Kataran Flash und Mornfang Brown. Für Highlights habe ich mir auch Baneblade Brown bereitgestellt. Zunächst einmal mit Kataran Flash drüber. Dann mit Mornfang Brown. Wobei ich darauf geachtet habe, das zuvor gemalte dunklere Braun in den Vertiefungen und Schatten zu belassen. Danach habe ich etwas Baneblade Brown zum Mornfang Brown gemischt, um damit dann die erhabenen Stellen anzumalen. Abschließende Highlights dann mit purem Baneblade Brown. Die Haare habe ich mit Contrast Black Templar bemalt. Die Waffe mit Contrast Basilicanum Grey. Damit die Miniatur auch gut ins Ödland passt, habe ich noch mit Agrax Earthshade einige Stellen der Rüstung bearbeitet. Dadurch sieht es so aus, als ob Staub und Dreck an dem Metall der Rüstung klebt. Vor allem bei den Gelenken und Ritzen der Rüstung. Mit klassischem Nullen-Oil bin ich dann aber auch noch in die Vertiefungen der Rüstung, um noch mehr Schatten zu erzeugen. Vor allem bei den Kniekehlen und dem Energiereaktor auf dem Rücken. Auch die Waffe bekam einen Shade mit Nullen-Oil. Maximus ist soweit erstmal angemalt und nun geht es weiter mit dem Ghoul und seinem Cowboy-Outfit. Für die ledrige Haut des Ghouls verwende ich die Layerfarben Tuscarora Fur und Balor Brown. Zunächst pures Tuscarora Fur. Danach folgt eine Mischung mit Balor Brown. Die Weste bemale ich mit Snakebite Leather. Dann folgt die Hose mit Gorquanta Fur. Die Außenseite des Mantels schön mit Wildwood. Schönes, tiefes, warmes Braun. Die Innenseite mit Agorous Dunes. Cygor Brown für die untere Seite des Cowboy-Huts. Und dann nochmal Gorquanta Fur für die Oberseite. Die Handschuhe bemale ich mit Snakebite Leather. Die Stiefel mit Black Templar. Rattling Crime für den Revolver und die Schrotflinte. Für den Holzgriff der Schrotflinte kommt nochmal Wildwood zum Einsatz. Mit Agorous Dunes bemale ich den Munitionsgürtel und auch die Halterung der Schrotflinte. Beim Ghoul in seiner Cowboy-Montur sieht man schön, wie die unterschiedlichen Contrast-Brauntöne miteinander funktionieren. 2 Minis erstmal angemalt. Mal schauen, ob ich später noch Zeit für weitere Highlights habe. Weiter geht's mit Lucy. Und mit einer tollen, bis heute anhaltenden Erkältung obendrauf. Statt Kaffee bin ich auf literweise Tee umgestiegen. Etwas geschwächt, aber trotzdem munter ging es weiter mit Lucy. Für den Hautton verwendete ich die Basefarbe Redskin Flash und die Layerfarbe Kislev Flash. Die Stiefel habe ich mit dem satten schwarzen Black Legion bemalt. Das wahre Highlight der Miniatur ist natürlich der blaue Vault-Anzug. Dieser hat für mich immer so einen lila Schimmer. Darum habe ich den Anzug erstmal mit Luxion Purple bemalt. Danach bin ich mit Ultramarines Blue drüber. Aber auch nicht an allen Stellen. In den dunklen Bereichen habe ich Luxion Purple pur gelassen. Da mir das Blau in Summe dann aber zu dunkel war, habe ich den Anzug noch mit dem kräftigen Thalasar Blue bemalt. Vor allem die Stellen, die direkt von Licht angestrahlt würden.
Für die ledernen Schützer und Riemen verwendete ich Snakebite Leather. Bei den Haaren, genauso wie bei Maximus, erstmal Contrast Black Templar. Die Basefarbe Everland Sunset für die gelben Streifen auf dem Anzug und auch die Vault-Nummer auf dem Rücken. Mit Basilicanum Grey bemalte ich Lucys Waffe. Das Gehäuse des Pip-Boys und mit dem Grau bin ich dann auch nochmal über die zuvor schwarz bemalten Haare drüber. Ihren Rucksack hatte ich bisher vergessen. Da habe ich direkt Ultramarines Blue verwendet. Den Schlafsack dann mit Gorquander Fur bemalt. Erst beim Schneiden des Videos ist mir aufgefallen, dass der Schlafsack in der Serie eigentlich knallgelb ist. Mal schauen, ob ich den noch übermale. Die Lederriemen habe ich jedenfalls noch mit Snakebite Leather bemalt. Den Abschluss macht das Display vom Pip-Boy. Mit dem krass leuchtenden Tesseract Glow erwacht das Display zum Leben. Tesseract Glow ist eine meiner Lieblingsfarben. Das war bei den Necrons auch immer der beste Part beim Bemalen. Ja, und dann war Lucy auch erstmal bemalt. Fehlt noch Dogmeat oder CX404. Für die Schnauze nehme ich erstmal Basilicanum Grey. Auch die Rückseite der Ohren bemale ich damit. Mit Gorquander Fur bemale ich sein Fell. Dann noch etwas Black Templar für die Pfoten und für die Nasenspitze. Das Fell wollte ich dann noch etwas heller try-brushen. Da habe ich vor kurzem bei der Mini-Witch auf dem Kanal ein Video gesehen, wie man das in Kombination mit einem Schwamm angenehmer gestalten kann. Im Kern geht es darum, nicht zu viel Feuchtigkeit, also Wasser, aus dem Pinsel zu ziehen, wenn man den Pinsel mit Küchenrolle von überschüssiger Farbe befreit. Stattdessen kommt da ein feuchter Schwamm und eine Texturpalette zum Einsatz. In meinem erkälteten Gehirn konnte ich mich jedoch nicht mehr an alles erinnern, investierte auch keine Zeit, das Tutorial nochmal anzuschauen und verwendete einfach einen feuchten Schwamm statt Küchenrolle. Ja, und dann habe ich das Fell eben mit Baylor Brown so halb feucht trocken gebürstet. Die Technik also nicht wirklich korrekt angewandt, aber schlecht sah es nun auch nicht aus. Am Ende bemalte ich dann noch die Hand im Maul mit Redskin Flash. Alle 4 Miniaturen waren zumindest schon mal Battle Ready angemalt. Blieben nur noch die Bases. Und hier konnte ich nun endlich eine Express Color von Vallejo verwenden, die genau auf diesen Einsatz gewartet hat. Nuclear Yellow. Ein nukleares Gelb. Also wenn das nicht die perfekte Farbe für verstrahlten Ödlandboden ist, dann weiß ich auch nicht mehr weiter. Die Resin-Bases der Hollywood Heroes sind alle individuell gestaltet und vollgepackt mit Details. Das kann natürlich auch Vorteile haben. Immerhin ist es dann nicht zwingend notwendig, selbst noch nach Base-Deko zu suchen. Andererseits muss man das Base dann mehr oder weniger so nehmen, wie es ist. Vorab gestaltete Bases sind auf jeden Fall auch mal nett. Ob ich auf Dauer aber ein Fan davon wäre, weiß ich nicht. Was mich auf jeden Fall eher etwas stresst, ist, dass ich die Bases so bisher noch nicht magnetisieren konnte. Ja, natürlich könnte ich da nun auch Einkerbungen für die Magnete reinfräsen oder bohren, aber das ist mir ehrlich gesagt zu aufwendig. Aber es gibt ja auch noch Magnetfolie und vielleicht klebe ich da einfach Magnetfolie unten dran. Mal schauen, ob das dann mit meinen magnetisierten Aufbewahrungsboxen funktioniert, so zwecks Polarität und so. Mal schauen. Boah, krass. Die Bases mit Nuclear Yellow sehen auf jeden Fall schon mal nach krasser Bombenstimmung aus. Die Farbe ist echt geil. Das Gitter auf Maximus Base habe ich dann noch mit der Farbe Iron Warriors bemalt. Ebenso das Metall auf Lucy's Base. Wildwood dann fürs Holz auf den Bases. Mit Basilicanum Grey habe ich dann die Steinstufen auf Lucy's Base bemalt.
Tuskor Fur kommt dann für die Backsteine auf dem Base des Ghouls zum Einsatz. Die Schädel auf den Bases bemale ich erstmal mit Screaming Skull. Für dieses coole, radioaktive Rieseninsekt auf Dogmeat Base verwende ich Mantis Warrior Screen. Dann mit Snakebite Leather noch das Seil beim Ghoul. Und die bemalten Schädel sollten mittlerweile trocken sein, darum kommt da jetzt noch Skeleton Horde drüber. Mit der gleichen Farbe gehe ich auch über den Hinterleib des Insekts. Für den krönenden Abschluss dann noch die schwarze Base-Umrandung. Zweimal rundherum, bis das Schwarz komplett deckt und einen guten Kontrast erzeugt. Ja, und an dem Punkt hat man dann die Fallout Hollywood Heroes für ihren ersten Einsatz angemalt. Die sind bereit fürs Ödland und sehen dabei auch noch echt gut aus, finde ich. Eigentlich war ich mit den Minis an der Stelle schon zufrieden. Aber eigentlich ist ein Handkäse und da ich noch etwas Zeit und auch so viel Spaß mit den Modellen hatte, wollte ich hier und da noch ein paar kleine Details malen. Mit Ironbreaker male ich ein paar Highlights auf Maximus Power Rüstung. Einfach bei ein paar Kanten entlang. Die Waffe helle ich damit an ein paar Stellen ebenfalls auf. Ironbreaker war mir für den Revolver des Ghouls aber zu hell. Darum wechselte ich zu Lead Belcher. Damit auch einfach ein paar Kanten des Revolvers bemalen und auch die Schrotflinte. Ein Detail, das ich beim Ghoul ebenfalls noch hervorheben wollte, war das blaue Cowboy-Hemd, das er bereits vor dem Atomkrieg trug. Das habe ich dann vorsichtig mit Kantor Blue bemalt. Lucys Waffe bekommt auch noch ein paar Highlights mit Lead Belcher. Ja, und wenn wir schon dabei sind, übermale ich den braunen Schlafsack dann noch mit Everland Sunset. Dann ist er auch gelb und dann passt es mehr zur Serie. Ein paar der gelben Streifen am Anzug habe ich dann auch noch korrigiert. Das Gesicht war mir auf jeden Fall noch etwas zu fad, darum bin ich da auch nochmal mit Contrast Gilliman Flash drüber. Das Display des Pip-Boy war mir auch noch nicht kräftig genug. Deshalb gab es nochmal ein paar Farbkleckse mit Tesseract Glow obendrauf. Für helle blaue Highlights beim Vault-Anzug nahm ich Teclis Blue und danach noch Lothern Blue. Dogmeat gefiel mir eigentlich ganz gut und viel Erfahrung beim Highlighten von Hunden hatte ich bisher auch nicht. Das war wohl auch mein erstes Hundemodell. Wie auch immer, das mutierte Rieseninsekt auf dem Base konnte auf jeden Fall noch etwas Farbe vertragen. Mit Tesseract Glow bin ich über die offenen Wunden bzw. Bissstellen, damit da etwas radioaktiver Schmotter rausläuft. Anschließend noch mit der Layerfarbe Mood Queen weitere Highlights gesetzt. Den Schädel auf seinem Base hatte ich auch vergessen. Da kam dann einfach nochmal Screaming Skull drüber. Bei den anderen Schädeln auf Lucys Base und auf dem Base des Ghouls habe ich stellenweise auch noch ein paar hellere Stellen mit Screaming Skull gemalt.
Aber irgendwann muss man sich dann auch mal sagen, jetzt ist es okay, sonst werden die Miniaturen ja auch nie fertig. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich mit diesen Miniaturen bzw. diesem Set mega viel Spaß beim Bemalen hatte. Jede der 4 Miniaturen war komplett anders und spannend. Sowohl vom Aussehen als auch von den verwendeten Farben her. Eine sehr, sehr gute Mischung. Und wer hätte es gedacht, es ist echt viel abwechslungsreicher, 4 individuelle Miniaturen zu bemalen, als 5 oder 10 identische Space Marines oder Orks. Die machen mir auch Spaß, so ist das ja nicht. Aber dieses Set war einfach erfrischend abwechslungsreich. Auch hat mir das Kramen in meinen Fallout-Erinnerungen und das Recherchieren zu Fallout für dieses Video viel Spaß und Bock auf mehr gemacht. Das Fallout Pen and Paper und das Tabletop-Spiel Wasteland Warfare mag ich echt mal ausprobieren. Auf jeden Fall bin ich happy. Ich hatte eine wunderbare Hobbyzeit mit diesem Projekt und ihr hattet hoffentlich etwas Unterhaltung mit diesem Video. Danke euch fürs Zuschauen und dranbleiben. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir einen Like da. Wenn ihr mehr aus meiner kleinen Hobby-Ecke sehen wollt, freue ich mich über euer Abo. In meiner Hobby-Ecke wird gebaut, gebastelt, ausprobiert und in Erinnerungen geschwelgt. Was gehört für euch unzertrennlich zu Fallout? Habt ihr schon mal das Fallout Pen and Paper Rollenspiel ausprobiert oder eines der Tabletop-Spiele? Lasst es mich wissen und schreibt's unten in die Kommentare. Ich freue mich, von euch zu hören. Bleibt gesund und munter wie der Mops im Haferstroh. Ich wünsche euch frohe und gemütliche Weihnachtstage, genießt etwas Ruhe und bastelt und malt fleißig weiter. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.